reinbeißen. Dankeschön, mein Bruder. Hab mich sehr gefreut, Mann. Danke. Das ist die zweite Einheit. Aber Sport so ungefähr, ich sag realistisch, 3 Wochen, 4 Wochen Training und dann bin ich wieder in Form. Auch meine zweite Einheit und heute mit unterschriebenen, gesignten UFC-Talent, Nachwuchs aus Deutschland, Islam am Start. Dankeschön, Bruder. Endlich sehen wir uns. Er hat am Freitag gekämpft in Vegas. Richtig. Am Samstag war ich auf der Bühne und ja, man, da haben wir uns supportet und haben auf jeden Fall gesagt, wir müssen uns sehen. Jetzt haben wir es geschafft. Vorgestern geschrieben, direkt nach Berlin gekommen, richtig auf Ehre, deswegen heute auf ganz asoziale Basis aus dem McFit. Wie man das kennt. Wie man uns kennt, erstmal eine Runde pumpen. Ich zeige ihm meine Welt, obwohl er trainiert ja auch. Und dann gehen wir, glaube ich, auch noch auf die Matte danach. Und dann zeigt er mir ein bisschen aus seiner Welt. Kriege ich ein bisschen... Ja, könnt ihr euch von dem Gesicht schon mal verabschieden. Wenn der mich so auseinander nimmt, dass ich gar keine Kraft mehr habe. Ja, ich habe schon gesagt in der Umkleide, ich mache lieber nicht zu hart, weil am Ende kriege ich alles doppelt und dreifach zurück. Also ich habe gehört, 2025 heißt Off-Season. Da müssen wir ein bisschen draufpacken auf den Junge. 100%. Islam startet offiziell mit dem Aufbau jetzt. Ja, und du wirst mir dabei helfen, Bruder. Ja, Mann. Heute machen wir ganz entspannt. Brust, wie gesagt, bei mir auch. Mein zweites Training. Hammer. Wieder reinkommen einfach. Wir haben auch gerade gesagt, wir haben so Ähnlichkeiten, also mit unserer Einstellung und auch mit dem Sport. Weil klar, er kämpft am Ende im Ring, ich präsentiere meinen Körper sozusagen. Aber die Vorbereitung ist jetzt ziemlich gleich aufgebaut. Und vor allem der Schlussteil, was eigentlich so das Härteste ist, Weightcut und so, das geht bei euch zum Beispiel viel länger, da finde ich riesen Respekt. Ja, die Diätsache ist ja schon eine andere. Wirklich viel krasser, weil ich sage euch ehrlich, ich bin so einer, ich mache keine lange Diät. Ja. Und wenn die Diät dann lang ist, dann ist sie wirklich einmal Badewanne und dann passt die Sache bei dir. Und wenn ich die Diät dann lange mache, dann ist die echt sehr anstrengend und ich bin dann wirklich nicht auszuhalten. Assalamu alaikum. Er hat ja auf jeden Fall auch seine Gefolgschaft, Alter. Die Fans sind am Start, aber das ist richtig geil. Aber ist auch das, wir haben mental auch drüber gesprochen, ist auch so krass, weil du auch ich meine, der ist ja bekannt für seine erste Runde, dass da immer schon Lichter ausgehen, was ich auch sehr feiere, aber ist ja auch 15 Minuten 100%. trainierst du dein ganzes Leben dafür. Ja, und ich meine, guck mal, jetzt lachen wir, weil jetzt hat er einen UFC-Vertrag in der Tasche, ist die krasseste Liga, für alle, die es jetzt von meinen Zuschauern nicht wissen, ist so, vergisst mal alles andere, das ist so Kreisliga, UFC ist Champions League. Und da drin jetzt zu sein, ich meine, jeder kennt wahrscheinlich Conor McGregor und so, wenn man das so da ist der jetzt drin, also das ist schon krass. Es gibt insgesamt 660, 650 Kämpfer in der UFC, also. Ja, Mann. So, und es gibt aktuell aktive Kämpfer, denke ich, insgesamt, keine Ahnung, lass mich liegen, über 100.000, 150, 200.000. Einfach mit nach Hause nehmen, die Jungs. Daran merkst du richtig, du bist hier angekommen bei McFit, Junge. Easy. Aber ich glaube, mein Maximal war 60 Kilo. Echt jetzt? Ja, schrecklich. Spaß, Digga. Das denkt man gar nicht. Also wenn ich einmal in Form bin, Bruder, wirklich, da kann ich auch viel drücken. Ich glaube, mein Gewicht, Maximum Bankdrücken war 140 Kilo. Ist auch krass. Ja, da wog ich 88 Kilo. Da müssen wir wieder hin. Ja, safe. Da müssen wir wieder hin. Ich war letztes Mal, habe ich gedrückt 120, aber das war schon todesschwer. Wie gestaltest du so dein Training mit Krafttraining? Ich mache eigentlich immer für meine Vorbereitung, aber wenn ich in der Offseason bin, mache ich sehr viel Krafttraining. Teilweise 4-5 Mal die Woche. Krass. Egal, so und wie wenn ich dann anfange mit so Kampfsport, dann mache ich erst ein paar Wochen immer noch weiter Krafttraining. Ja. Und irgendwann so, wenn die Vorbereitung dann richtig beginnt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir sauber 8 Wochen, dann fange ich an, Strength Conditioning, sowas. Eher so aber Kondition ist krass bei dir, oder? Und deswegen, guck mal, im Kampf, die Leute sagen zu mir immer, ey, das sieht so aus, als ob du keine Kondition hast. Ich sag, guck mal, merk dir eine Sache, solange der Kampf geht, solange kämpfe ich. Ja, klar. Zack. Easy. Jetzt ist ja ein krasses Jahr bei dir auch zu Ende gegangen. Wie ist jetzt so die Planung fürs nächste Jahr? Ist so, stehen schon Kämpfe? Ja. Also steht schon Kampf, sogar Anfang des Jahres schon. Offiziell hier jetzt. Wirklich offiziell sogar, das ist das erste Mal, dass ich das sage. Nein. Nein, wirklich sage ich, ich habe kein Problem damit. Ich soll im Februar kämpfen in Saudi-Arabien, bei der Riyadh-Season. Das ist so,
Gibt es gar nicht so lange. Man wird diese Reha-Season wahrscheinlich kennen aus Boxveranstaltungen, was jetzt gemacht wurde, ein paar Mal, wo Anthony Joshua gegen, gegen den Francis Ngannou gekämpft hat. Die ganzen großen Boxkämpfe, die in Saudi-Arabien waren alle dort. Und jetzt gibt es auch im Februar wieder eine Veranstaltung dort. Geil. Und dort soll ich kämpfen. Das wird sogar am 1. Februar sein. Ich habe vor, nächstes Jahr auf jeden Fall 3 Kämpfe zu machen. So ist der Plan. Ja. Und, alle dann unter UFC. Genau, alle UFC. Alle. Ich habe auch einen langjährigen Vertrag bekommen. Also ich habe 6 Kämpfe-Vertrag unterschrieben. Ja, Killer. So, das ist richtig geil. Wird schon richtig gut werden. Und, also hey, freut euch drauf. Wenn ihr mir ein Saudi-Ticket spendieren wollt, dann kommt Du bist eingeladen. Guck mal, ich lade dich persönlich ein. Hier auf Video wisst ihr Bescheid. Du bist auf jeden Fall eingeladen. VIP, alles drum und dran. So sieht's aus. Wir sind am Start, so, Support. Sehen wir uns in Saudi-Arabien. Dann pumpe ich mich auf und dann stehe ich nur hinten rum. So einfach nur gut aussehen. aussehen. Wenn ich hier mitringe, die sagen, ey, wir wollen noch nicht mehr. Die sagen, der Kampf vor der Araben sagen, ey, wir wollen nicht. Dann ist vorerste Runde schon vorbei. Deswegen. Wenn nicht, machen wir erste die Lichter aus. Stark. Das sind aber auch diese McFit-Kurzhanteln. Die sind einfach leichter. Komm weg damit, komm. Stark. Killer. Der Ripper, Junge. Jawohl. Komm, noch 2. Ja. Finish, komm. Ja. Easy. Stark. Sehr gut. So macht das Training wieder Spaß, Junge. Und wir sind unter anderem, wir sind auch Teamkollegen sogar, Alter. Richtig. ESN, also richtig, wisst ihr wenn Bescheid. ihr auch mal da Kampfsport-Supporter hast, Ich küsse dein Herz. Code Dulatov. Wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid, könnt ihr auch supporten. Guter Mann. Wenn ihr noch nicht gemerkt habt, heute andere Kulisse, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Wir haben uns, weil hier in der Nähe ist auch gleich ein gutes, hoffentlich ein gutes Kampfsportgym. Ja. Die haben aber keine Geräte und da wir auch ein bisschen pumpen wollten, danke dir. Dachten wir uns, gehen wir mal McFit und dann haben wir auch den besten Schuppen dafür ausgesucht. Hier den besten Schuppen der ganzen Stadt natürlich. Killer. Aber ey, das ist auch so das, wie hast du angefangen zu trainieren? 100%. Du hattest auch nicht die krassesten Sachen. Nein. Ich habe auch im kleinsten Dorfstudio angefangen, wir hatten Kurzhanteln bis 30 Kilo. Ich meine, er ist ganz oben an einem Kampfsport MMA-Himmel angelangt und kommt auch von nichts. Und ja, das ist so das, was wir auch immer versuchen weiterzugeben. Zur Corona-Zeit, wo alles zu war, haben wir wirklich Matten genommen. Ich und meine Brüder, wir sind runter in den Keller, haben uns im Keller die Matten hingelegt, auf, lass mich wirklich nicht lügen, so 15 Quadratmeter, haben uns die Matten da zurechtgelegt. Die Wände mussten wir abholzern, weil die so hart waren, wenn wir mit dem Kopf dagegen geknallt sind, manchmal hattest du was Platz unter dem Kopf. Und ich schwöre euch, ich habe meine Vorbereitung für meine Kämpfe, habe ich in diesem kleinen Keller gemacht, 15 Quadratmeter. Geil. Jetzt müssen wir hier, da sind wir gerade beim Thema Keller und was zusammenbasteln. Ja. Wenn keine 60er da sind, machen wir uns halt welche. Stark. Sorry. Stark. 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 Und komm. Stark. Bruder. Daran siehst du auch, ich musste nie so helfen, weil ich noch nie einen gesehen habe, der so stark war. Dann weißt du auch nicht, wie das funktioniert. Auf geht's. Ja. Stark. Ja. Gut. Komm, Bruder, ich bin da. Auf. Ja. Killer, Maschine. Ja, Mann. Auf. Ja, jetzt zählt's. Komm. Ja, push. Easy. Hoch. Eine noch. Easy Money. Eine. Ja. Stark. Easy Money. Digga. Er ist auch wirklich sehr, sehr gut in Form. Wiegt nicht viel, also 83 Kilo. Ja. Auf seine Größe ist jetzt nicht so, dass man da von übertrieben Power sprechen kann. Und ich kenne Leute, die wiegen irgendwie 105 Kilo und drücken nicht die 40er. Also diese Range von der Kraft, die du hast, zu dem Gewicht, also proportional. Weil ein Fettsack kann immer 180 Kilo drücken. Ja. Aber wenn du leicht bist und dann viel drücken kannst, das ist krass. Vor allem bei Druckübungen. So Kniebeuge, Beine und so geht schon, aber bei Push-Sachen, je leichter man wird, desto schwieriger wird es. Das merkst du ja auch in der Vorbereitung. Und lange Arme. Ja, manchmal sind echt Arme sehr vorteilhaft, aber manchmal sind die echt extrem. Aber beim Drücken ja, scheiße. Ja, safe. Bruder hat sich die Frage
Hat sich das jetzt gelohnt? Vorher war er Model. Ja. Was wäre die richtige Wahl gewesen? Also Weiterhin Model oder jetzt UFC? Safe kämpfen. Ja, safe. Ich weiß, es gibt dann Leute, die sagen so, der ist Model, der kann nicht kämpfen. Dann gibt es Leute, die sagen, ey krass, der modelt und kämpft. Ja. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay krass, es passt mehr, dass er kämpft. Ich finde das cool irgendwie. Aber ja, es hat ja die Amerikaner sind ja immer so geflasht von was. So, wenn die den Deutschen hören oder so und bei dir, ey, der hat gemodelt, dann machen die da voll den und deswegen haben die auch das hat voll die Welle geschlagen. Ja, übel. Ich habe mehr davon mitbekommen, als dann am Ende von einem Signing oder so. Das, das haben so viele Leute gesagt, so, ey, former Versace Model signed für TFC und bla bla. Krass, ja, genau. Und die Leute stellen das auch so da in den Videos, das ist ja so witzig immer, die stellen so da, ey, er war gestern noch Model und heute ist er UFC-Kämpfer. Ja, von heute auf morgen. Die sagen nicht, dass ich 15 Jahre schon Kampfsport mache, mein Leben lang dafür trainiere. Das geht so. Die sagen so, ey, der hat gemodelt, aber jetzt ist er UFC-Kämpfer. Das geht so. Und alle, die das sehen, denken so, ey, wie, der hat gemodelt, hat kurz aufgehört und ist er kurz in die UFC gesprungen. Aber Wahrheit ist ja, ne, ich trainiere schon 15 Jahre bestimmt Kampfsport so und da ist ja schon ein Leben lang Training dabei. Ihr wisst Bescheid, auch während dem Training müssen wir versorgt bleiben. Aminos habe ich mir allein gepackt. Gebe ich Islam heute eine Runde aus. Stark. Aber wenn ihr das Ganze auch probieren wollt, hier Blackberry ist mein Favorite, Dose fast schon leer. Könnt ihr auf jeden Fall ESN abchecken. Heute entweder mit Code Dulatov oder Polako extra Rabatte sammeln und auf jeden Fall stabile Sportler unterstützen. Also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das machen. Der Kollege, was gönnst du dir im Training eigentlich? Bruder, ich nehme eigentlich immer mit Training so meistens Aminos auch, so safe, immer Aminos so. Ich nehme so vom Training, mache ich direkt mir so einen Mix. Ich mache einen Mix mit mehreren verschiedenen Sachen, weißt du, ich mische dann so Kreatin oder so. Dann nehme ich so einen Booster, nehme ich auch manchmal im Training, weißt du, eigentlich sehr, sehr oft so. So viel Whey auch benutzen? Ja, so? auch. So nach dem Training aber immer so, Ja, okay. Weil meistens, wenn ich morgens aufstehe und so Whey trinke, dann habe ich irgendwie nicht so Appetit. Ich weiß nicht, warum. Du musst ja aber auch einen Haufen essen, oder? Ja, deswegen. Das ist das größte Problem, weißt du? Ja. Das war auch mein Problem in Las Vegas. Ich habe so viel geschwitzt, auch wegen dem Wetter noch mal so extra. Ich musste zweimal das T-Shirt wechseln und dazu kam noch, da musst du ja erstmal noch aufnehmen, wie viel, da musste ich raus, da musste ich erstmal vernünftige Restaurants finden, so und so. Weißt du? Dann war irgendwann so anstrengend, dann hat meine Frau nur noch zu Hause gekocht, so, weil es war wirklich irgendwann, weißt du, dann bin ich aber rüber ins Hotel und da war es wieder kompliziert, wieder selber zu kochen und so, Digga, das. Unterstützt deine Frau dich da im Sport? Ja, safe, extrem. Sehr wichtig, ja. Ohne Frauen, ihr wisst das Bescheid. Stimmt, ja, das stimmt. Hinter jedem starken Mann muss eine starke Frau sein, weißt du? Das an alle jungen Zuschauer, die sich nachts draußen rumtreiben, sucht euch lieber eine vernünftige Frau und die 100%. pusht dann mit euch zusammen bis hoffentlich to the top. Wenn andere Leute, wenn ich mit denen kämpfe, weißt du, die sagen, das ist so ein Vorteil, dass du dünne Arme hast. Weil dadurch, dass ich dünne Arme habe, kann ich immer direkt, sobald einer reinkommt, choke. Ich habe, glaube ich, so schon 5 Kämpfe gewonnen. Vor allem, das kannst du auch viel länger halten. Das ist das. Ich habe auch einmal Eckerling gechoked, so. Ey, nach 30 Sekunden ich zitter und dann ist alles aufgepumpt. Das musst du dir vorstellen, du musst in dieser Position, es gibt oft Kämpfer, die sind zum Beispiel beim Ringen, im Kampf, die halten an einer Position fest, zum Beispiel bei der Guillotine, die ziehen, okay, ziehen 30 Sekunden, 40 Sekunden und dann lässt du los, Arme übersäuern, der Gegner ist schon draußen. Versucht man dann da aus dieser Position auskämpfen, aufstehen und dann noch im Striking. Junge, du kriegst deinen Arm gar nicht hoch, vor allem bei seinen Armen. Ja. Wenn die einmal zugehen, ist vorbei. Adrenalin, Luft, Probleme, das. Komplett. Was sagst du aber so mental lässt man, also sieht man es dir ja auch nie an, so eine Vorbereitung nicht. Ich weiß zwar, wie durch du bist, aber man lässt es, oder du lässt es dir nicht ansehen. Das ist ja auch wichtig für deinen Kampf, sodass dein Gegner nicht checkt. Eine Attitüde ist A und O. Weißt du, dass du das. Die Leute gucken sich die Vorbereitung an, weißt du? Und wenn du jetzt irgendwie Schwäche zeigst oder weißt du, Schwächeanfall zeigst oder so, das kann sehr gefährlich sein, dann sehen die Leute dann, weißt du, ich zum Beispiel. Wie regelst du das aber? Ich meine, irgendwo musst du ja so das Ding ist, auch mal... Meinst du so, das ist eher so privaten Leben. Weißt du, ich mit meinen Freunden, meiner Frau, weißt du, Familie, so. Viel, oder? Das ist aber meistens mit Frau, weil du bist ja mit deiner Frau mal, weißt du, die längste Zeit zusammen. Okay, stark. Und da ist so, am öftesten die Zeit, weißt du, da schaltest du auch ab, da bist du ruhiger. Und mit den Menschen kannst du auch anders reden. Ja. Als wenn du jetzt, weißt du, vor der Kamera stehst und so ist. Weißt ja, nicht jeder, der unsere Videos guckt, will das Beste für uns. Ja. Deswegen, weißt du. Boah, der hat eine Brust wie mein Kopf. Wirklich, wie mein Kopf. Melone. Jetzt. Ehrlich, Alter, ja, guck mal, das sieht ja aufgeblasen. Maschallah, Bruder, du siehst bescheuert krank aus. Ja, ich schwöre dir, das sieht echt krank aus, Bruder. Ich sehe ja schon auf Bildern wieder krank aus, aber in echt, ne, ist nochmal was anderes. Das ist wie mein Kopf. Wenn du guckst, wenn du meinen Kopf mal hinstellst, das ist das Gleiche.
Aber der ist auch shredded. Nein, vergiss, guck mal, sein Bein, mein Bein. Ja, aber dafür wette ich mit dir, Ich tritt schon hart. wenn du jetzt einmal bei mir Also dagegen trittst, dann ich einmal bei dir dagegen 1,7 Tonnen tritt ich mit dem rechten Bein und 1,5 Tonnen mit dem linken Bein. Also was Treten angeht, ich habe einen Tritt seine Kniescheibe gebrochen auch. Also Treten und ich wirklich noch sehr vorher hart. so, ey, soll ich zum Spaß mir von dir einen Low-Kick geben lassen? Aber Low-Kick, also wenn ich, okay, nee, Ey, ein Low-Kick, ich mach Flickflack. Weißt du, bei ihm so richtig mag, bei ihm auch sehr viel Adern und so. Weißt du? Easy, Bro, Deswegen komm. vielleicht, Bruder, ja? Ja, ich sag doch mal ganze Stapel. Ich guck mal, ob Der ich, schätzt sich hier falsch ein. ich guck mal, ob ich das Ganze schaffe hier. Stark, Bruder, komm. Ja, Mann, Power. Geht. Da war ich gut, komm. Ja. Komm. Ja. 2. Geht. Jetzt der Push. Jawohl. Wir haben off-cam auch viel geredet, Ja. gerade über unsere jetzt beide Erholungsphase. Und das ist so ähnlich bei uns beiden, weil wir machen entweder was ganz oder gar nicht. Und auch mein Coach sagt ja immer, ich mache immer zu viel und ich soll ein bisschen mehr chillen, dass das Ergebnis besser wird am Ende, bei ihm genauso. Ja. Aber jetzt so nach so einer Phase, wo man so gepusht hat, so gar keinen Bock. Und ich sag dir ehrlich, die Woche jetzt trainingsfrei ist mir auch Ja. nicht schwer gefallen. Überhaupt Weil ich war so durch. Überhaupt nicht mehr. Ich habe mich sogar noch gedacht, so, ey, wie geil ist das, dass man jetzt einmal diese Ruhe hat, Ja, kein Stress, so, okay, ich muss noch jetzt nicht, ich muss das machen, ja, ich muss. Mann. Weil vorher man zwingt sich, man weiß, okay, ich muss das machen, sonst kriege ich Schläge. Ja, So, weißt du, weil der andere macht auch. Aber jetzt so dieses befreiende Gefühl, das ist Killer. hat auch gut getan, so, weißt du, so, Voll. du hast keinen Bock, okay, du machst nicht. Ja, so, weißt du? musst du nicht machen. Weißt du, was ich meine? So, das Einfach ist doch mal gut so. aufstehen, so, Weil sonst und- du bist doch die ganze Zeit am Trainieren, am Gas gehen, weißt du, und jetzt einfach aufstehen, ohne zu trainieren, mal rausgehen, was frühstücken. Weißt du, Ja, in den Tag rein. Ja. Das ist schon was anderes. Der Hobbysportler. Ja, genau. Das Hobbysportler live. Aber ich verstehe, warum die meisten Leute kein Profisportler werden wollen. Weil so einem Lifestyle hätte ich eigentlich auch keinen Bock, aber ich bin schon dazu gezwungen worden mittlerweile. Stark. Stark. Was ist so für dich dein persönliches Ziel? Willst du den Safe, also Belt holen? 100%. Also mein Ziel ist wirklich, ich bin ja 26 Jahre alt, ich denke so 3 bis 4 Jahre muss man realistisch sein. Ja, 3 bis 4 Jahre braucht man auf jeden Fall bis zum Titel zu kommen. Und dann mit 30 Titel holen, 2 Jahre verteidigen, geil. 32 zur Ruhe gehen, mich Geil. um die Familie kümmern, weil so andere Dinge so, wie gesagt, Sehr ich schön. liebe den Sport, wirklich, ich liebe ihn aus Überzeugung. So. Ich mache das nicht, weil uns zwingt ja keiner das zu machen. Wir könnten Ja. heute aufhören, wir können andere Sachen machen und würden genauso Geld verdienen. Weißt Du was hast man- aber auch schon extrem früh angefangen, gell? ja, sehr früh. Ich habe mit, guck mal, ich habe mit 7, 8 schon Ja. hab ich mit angefangen generell. Weil das ist so das Ding, Bro. Weil viele sagen, was, nur bis 32, da ist doch erst die Blüte. Ja, Das ist so, aber- bei uns ist das ein bisschen verschoben, Richtig, ja. weil wir mit 13, 14, er mit Richtig. 7, 8 Ja. schon so angefangen hat. Wir haben schon 15 Jahre Karriere auf dem Buckel. Deswegen, ja. Die Leute verstehen das nicht. Und dann, wenn man das einmal durchgemacht hat, die Trainingseinheiten zweimal am Tag, über Monate durch und dann über Jahre, 10-mal über Viel mehr Jahre. das hier als Weißt du, Laufkörper. genau. So. Dann diese ganze Mentale, du verletzt dich, dann wieder hoch. Und dann, Ja. hast du mal Niederlagen im Kampf, weißt du. Dann musst du dich da rauskämpfen und dann wieder hoch und dann wieder Gas geben, weißt du. Das ist ja ständig, weißt du, genau wie das Leben auch außerhalb des Sports, weißt du. Ja, Und deswegen, und wir haben halt so unser sportliches Leben, danach hast du auch noch Privatleben, Frau, Familie, Geschwister, Familie, Eltern, Und es wen auch bleibt immer. halt schon viel auf der Strecke in der Vorbereitung vor allem, gell? Vor allem, was so Privatleben angeht und so, Ja. Bruder, vergiss. Das muss man auch sagen, das ist in jedem Profisport, Safe. glaube ich, so jedem Leistungssport. Safe. Du opferst halt schon sehr, sehr viel. Ja. Aber ich meine, wir sind dankbar dafür. 100%. Es ist schon was Geiles, was wir machen dürfen, aber man darf halt nicht vergessen, es geht auch Richtig. auf die Substanz. Genau, und dann darf man auch nicht vergessen, das ist immer noch Sport und es gibt noch ein Privatleben. Weißt du, Sport machst du gut, Ja. du machst das dein Leben lang, okay, du liebst diese Sache, ja, aber du hast nicht vor, dafür zu sterben. Weißt du? Ja. Und du hast nicht vor, dir damit so viele Sachen kaputt zu machen, dass du am Ende im Nachhinein davon schon bleibende Schäden hast, weißt du? Deswegen gesund aus der ganzen Sache raus. Schön, dass du auch Weißt so du? denkst, Mann. Wichtig, am Ende des Ja. Tages, du willst in Ruhe nicht mehr. Ich habe keinen Bock mit 50 gebrochene Nase noch Probleme zu haben vom Kampf, wo ich 27 war, weißt du, diese Ja, Mann. Kopfschmerzen noch zu haben. Oder es gibt Leute, die haben Rückenverletzungen, dann kämpfen damit bis die 50, 60 sind.
Oder guck dir auch im Sport Ronnie Coleman an. Ja, ich hat wollte alles gerade erreicht. sagen. Er hat alles erreicht, aber guck mal, wie er für heute welchen rumläuft. Preis? Ist schon, ja, ist schon hart. Schön, er hat Erfolg gehabt, aber Digga, der Erfolg, den er hatte, ist das, was er... Muss ich auch sagen, so, bei aller Leidenschaft, die man hat, aber... Oder Muhammad Ali mit Parkinson, weißt du, das ist auch so schade. Willst du dein Leben lang zittern durch die wilde Welt laufen? Und vor allem gerade ist es ja so, du bist ja mit dem Alter kommst du ja in eine schwierige Phase. Du wirst älter, Bluthochdruck, all diese Probleme, die mein Leben dann so quasi hat. Jetzt überleg mal, dann hast du noch eine Krankheit. Ja. Mit 25 kannst du die Krankheit besser wegstecken als mit 55. Weißt du, weil dann hast du erst Rückenprobleme oder du kriegst andere Probleme und dann musst du, weißt du, ist doch lästig. Deswegen früh rein, früh raus, weißt du, gesund und dann kannst du mit Frau, Familie, weißt du, gesundes Leben, weißt du. Killer. Also ich finde das Einzige, was so richtig Sinn macht, so. Der aus dem Disco-Pump abholt. Ja. Später Fenster runter, Jacke aus, gell? Ich weiß schon. Hey, warum nicht? Du bist herzlich willkommen jedes Mal. Gutes Training, sage ich mal, zum Wiedereinstieg. Safe. War, wie gesagt, leichte Intensität, reingekommen, Blutdurst zum Laufen bringen, so wie wir es beide gerade brauchen. Safe. Ich habe Islam was von meiner Welt gezeigt, oder er kennt ja, ist auch seine Welt, aber jetzt führt er mich in seine. Ich habe schon ein bisschen hier, bisschen Angst, vielleicht muss ich auch gleich los, aber ja, Mann, wir sehen uns gleich auf der Matte wieder. Let's go. Hey, fühlt euch wie zu Hause. Dankeschön. Macht euer Ding. Dankeschön. Vielen Dank. Lass den Cage öffnen für euch. Hammer. Perfekt. So, ich habe hier gehört, der Cage wird jetzt geöffnet. Von draußen sah es echt gar nicht so aus, dass hier so eine große Fläche ist, aber ey, ganz ehrlich, wir kamen hier gerade rein und das Coole ist zu sehen, alle Jungs, also es sind wirklich sehr viele junge Nachwuchsathleten da, die haben ihn gesehen, die waren so starstruck, so niemals Islam. Also ich glaube, wir machen jetzt eine gute Session hier und dann wird der Kollege hier noch 3 Stunden bleiben und mit jedem Bild machen und ich werde richtig den hier machen. Ich mache den polnischen, wie in einem auf einer neuen Spielewiese, aber ist schon krass. Ich respektiere den Sport auf jeden Fall extrem. Ich bin ja wirklich sehr krasser MMA-Fan, wer es noch nie mitbekommen hat, ich glaube jetzt schon. Und ja, der Cage wird geöffnet und da drin zeigt mir Islam gleich ein paar Moves. Und wenn ihr noch mehr mit Islam sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst es uns wissen und dann machen wir da mehr coole Sachen. Vielleicht auch mal was essen gehen oder so, dass der Junge mal seine 90 Kilo erreicht. Das kann ich dem auf jeden Fall problemlos zeigen. Aber ich würde sagen, genug gequatscht. Wir lassen jetzt die Fetzen fliegen und dann sehen wir uns später mit ein paar blauen Augen wieder. Bruder, wir können richtig gut davon. Ey, guck mal, wie viel Muskel das hat. Das ist krank. Das ist krank, wirklich, Bruder, ja. Danke, Bro. Ich guck mal kurz nach Handschuhen, so dass wir ein paar Kleinigkeiten so machen, einfach, dass ich mir ein paar Sachen zeige. Vielleicht noch nach einem Helm für mich. Ach, hey, morgen gar nicht. Die Handschuhe sind dünn. Damit würde ich niemals hauen. Weiß ich nicht, wenn der in seinen Modus kommt. Aber ey, ich hab auch noch ein paar geheime Straßentechniken. Sie unterschätzt mich mal nicht hier. Das Messer. Ja, das Messer dabei. Alice, gib mein Messer. Frau passt auf mich auf heute. Ja, aber ich habe halt natürlich die Arschkarte gezogen heute. Wir guckt hier gerade heute 18 Uhr hier, volle Hütte. Wir guckt jetzt hier die ganze Halle dazu, wie der unbewegliche Bodybuilder gleich richtig die Haue kriegt. Das ist so eine Leidenschaft von mir, das ist der Kampfsport, die ich zwar jetzt selber nicht auslebe, aber ich bin extremer Fan davon. Ich gucke ja auch bei Islam jedes Video, habe den Kampf in Vegas geschaut, habe mir im Vorfeld alles reingezogen und auch mit den anderen Jungs, die wir in Deutschland haben, bin ich sehr close und deswegen auch eine Sache, die ich auf jeden Fall nach meiner aktiven Karriere schon auch mehr ausüben will. Ob ich dann wie ein Pujanowski oder sonst einer selber dann im Ring stehe, weiß ich jetzt nicht. Aber ist schon eine geile Sache und ist auch was Cooles. So. Das ist auch so ein Ventil, wo man, wie im Gym auch, wo man viel von seinem, ja, sag ich mal, Anger und seiner Aggressivität auch rauslassen kann.
Und dann ist man den ganzen Tag so in einem Zustand, wo man sehr ruhig ist. Wir sind ready für den Fight. Die Handschuhe haben wir auch noch bekommen schon. Was ist jetzt der Unterschied zu deinen? Das sind zum Beispiel die Kampfhandschuhe. Das sind aktuell auch meine Lieblingshandschuhe. Die sind auch verlost, hast du gesagt. Genau. Na, ich werde die verlosen. Digga, ist ja heftig, da ist ja nicht viel. Ja, da ist, also, ist nicht viel Knautsch. Jeder, der das angezogen hat, mein Freund hat das gerade angezogen, weißt du, was er zu mir sagt? Er sagt, ey, das ist so dreist, dass man jemanden mit sowas kämpfen lässt, der will doch, dass ihr euch K.O. schlägt. Also, Ja, klar. guck mal, ich sage euch wirklich ehrlich, Wollen die ja alle Handschuhe, die sehen. sind so dünn, die sind wirklich darauf ausgelegt. Ich weiß gar nicht, wie man das nicht schafft, jemanden K.O. zu schlagen. Also ich mache mal ganz leicht so. Wow. Weißt du, was ich meine? Also jeder, der das einmal fühlt, so, Digga, wenn du den abkriegst, Das ist man jetzt gerade schon fast meint. Weißt du, und ich sag dir wirklich ernst, also der Unterschied ist halt, das sind Kampfhandschuhe und das sind Sparringshandschuhe. Die benutzt halt im Training so und die sind schon sehr hart, weißt du, was ich Ja, meine? das ist hart. Alter. Und die benutzt halt beim Training im Sparring so und das sind halt Handschuhe, die benutzt du im Kampf. Aber wenn ich zum Beispiel Drills mache, so, wenn ich Ringen mache oder Grappling, dann benutze ich meistens die, weil die ist einfacher, weil die sind halt ein bisschen abgerundet, dann ist Ja, halt schwer das ist reinzugreifen schwierig, und so, weißt du? reinzukommen. Genau. Und beim MMA-Sparring benutze ich natürlich solche Handschuhe, weil es halt einfacher, und was ist Ja. einfacher, ist halt, natürlich, ne, du willst ja keinen verletzen im Training und dann ist ja klar, benutzt man lieber diese Handschuhe, Gefahr minimieren so. Wie fängt man da an? Ich Also auch für Leute, die jetzt bei mir zuschauen, wenn die mal hingehen Ich bin wollen, der Meinung- man schämt sich oft so ein Ja, bisschen, safe, wie mit safe, Gym oder safe, so. Ich safe. komme hier auch rein, ich Ja. denke mir so, alle wissen schon, was man macht, ich weiß gar nichts. Ja. Aber Bruder, hier... Was macht man da? Geht man in so einen Kurs wie hier? Safe, ja. Oder? Guck mal, du kannst dir aussuchen. Ich finde immer, man sollte sich eine Base aussuchen. Man sollte immer gucken, okay, ich starte mit etwas. Man sollte nicht reingehen und sagen, okay, ich mache jetzt alles auf einmal. So, das kann bei manchen gut enden, bei manchen sehr schlecht. Da kannst du dich auch schnell verletzen und so. Ich bin für klassisches Boxen oder für klassisches Ringen. Also olympisches Boxen oder olympisches Ringen. Geil. So eins von beiden. Ist für mich meiner Meinung nach die beste Base. Ich habe mit Boxen angefangen damals. Ich habe Ringen gelernt. Ich habe Kicken gelernt. Ich habe alles gemacht schon in meinem Leben. Muay Thai habe ich gelernt. Letztes Mal habe ich mit Elmo K.O. gehauen. Ist eigentlich aus dem Muay Thai. Weißt du, also ne, man kann alles das andere lernen, aber man braucht eine gewisse Base. Du baust ein Richtig. Haus auch mit Fundament. Weißt du, was ich meine? So. Das habe ich gestern gesagt im Video. Ja, siehst du mal, krass. Das meine ich. Ja. Also deswegen, du baust ein Haus ja auch, weißt du, mit etwas. Du kannst dich einfach irgendwie. Deswegen, guck, ich will dir mal ein paar Techniken zeigen, einfach heute so ganz klassische Sachen so. Weil vor allem, was bei Leuten in deiner Größe auch, du bist auch jetzt auch nicht klein. Weißt du, ich meine, wir haben Nein, du bist auch- 1,82. Ja, das ist eine gute Größe. Aber ich auch, habe weißt nicht du. so lange Arme Ja, wie das du stimmt. jetzt. Und bei Leuten, die kurze Arme sind, ist am meisten besser im Infight. Das heißt, aus der näheren Distanz. Ich kämpfe zwar auch gerne im Infight, aber ich bin auch bescheuert. Deswegen, in meiner Größe sollte man eigentlich seine Reichweite das ausnutzen. denke ich mir auch immer. Aber ich bin immer so, ich will so einfach als rein. Laie, ich denke mir, Bruder, der kämpft gerade, ich denke mir, bleib doch auf ein bisschen Ja. Ding, aber Ja. der ist drin. Naja. Deswegen, das ist aber eigentlich sein Ding. Funktioniert. Und ich zeig dir ein paar Sachen, wo du zum Beispiel in deinem Ding helfen willst. Wenn man so klein ist wie du zum Beispiel, bewegt man sich eher so. Wie weißt steht du? man? Links vorne? Ja, genau. Hier? Bist du Linkshändler? Nee, rechts. Rechtshänder bist du. Ja. Okay. Dann, ja, genau. Dann So? linke Bein vorne, genau. Die rechte immer am Kinn. Ja. Weil dann kannst du immer vermeiden, genau, dass das passiert. Und dabei immer versuchen, So. du hast so breite Arme, wo das Digga. klappt bei dir. Ich war so, da habt ihr fühl Leber mich jetzt geschützt. so. Genau, aber siehst du, das ist gut. Ja. Du machst aus Instinkt saubere Bewegung. Okay. Du schützt direkt die Leber. Das machen viele zum Beispiel nicht, die machen Ja. dann so. Genau, Fehler, da kriegst du natürlich stark in die Leber rein. Das heißt, die eine Hand am Körper und die eine Hand ist vorne. So, bis du ein bisschen da drüber gucken kannst. Genau, schön. Genau, Machst so. du mit dem Ellenbogen auch, Auch was? nah Oder? am Körper am besten. Genau, so. Sehr gut. Und das, wenn Und du das zum ist Beispiel, das ist genau. anstrengend, gell? Und das ist dieses Setten, du musst schon so im Takt Ja. immer. Weißt du? Takt, Takt. Weißt du, genau. Wie bei Das war's. Tekken. Ja, genau, wie bei Tekken. Tekken, ja. Kennst du, wenn du Kämpfe Tekken, aussuchst? wenn du bei Tekken? aussuchst, ja. So, dann siehst du genau so hüpfen. Zack, zack. Und das ist eigentlich so Footwork, nennt man, weißt du? Ja. Zum einfach reinkommen. Du gehst vorne nach hinten, Beine zusammen, komplett. Dann machst du einmal so, so und danach, genau. Stellst dich ein bisschen schulterbreit, genau. Und dann gehst du einen Schritt nach vorne. Genau, einen Schritt nach vorne. Und der hintere, siehst du meine Ferse? Wie Ja, die der ist? geht ein bisschen genau. hoch, okay. Warum? Weil damit ich schlagen muss man hinterherkommen. Wenn der Schlag kommt, gehst du weg damit, richtig. oder? Dann zieh ich die Ah an. ja, hast du mehr Druck dahinter, Genau, gell? ich ziehe die immer an. Wenn ich schlage, bumm, siehst du mein Bein, wie das nicht ist? Du ziehst Killer. es an, bumm, und schlägst die rechte gerade rein. Du schlägst den Jab, bumm, die rechte gerade hinterher. Weißt du? Genau, richtig. Und das Bein immer hinterher ziehen. Du ziehst die Ferse immer, bumm, nach. Bumm, richtig. Und dabei ziehst du die Ferse mit. Bumm, genau. Sehr Das gut. ist schon krasse Koordination, Digga. Das ist das. Guck mal, jetzt machen wir folgendermaßen. Ich schlag bei dir 1, 2 auf die Hände und dann schlägst du bei mir 1, 2 auf die Hände. Okay. Guck mal, jetzt musst du rausstehen. Linke gerade, rechte gerade. Und du schlägst genau das. Linke gerade, rechte. Aber guck mal, du machst das schon gut. Also du hältst die Hände gut. Ehrlich, Bruder, du hältst die Hände schon gut und Danke. alles. Boom, boom. Boom, boom. Ja, Digga, wie guck. hart diese Handschuhe Ja, sind. unnormal, ne? Krass. Ich merke das sogar selber. Ich merke meine Hände durch. Geisteskrank. Boom, boom. Das Gute bei dir ist auch, du hältst schon gut Druck gegen. Okay. Die meisten Leute machen so, deren Hände fliegen. Weißt du, bei dir ist so, ich schlag gegen und die sind stabil. Ja, du musst weißt ja. Genau. Siehst du, das ist das Wichtigste. das ist weißt du, das ist das Wichtigste, dass man die Hände hält und Aha, schlag nochmal. das richtig drauf. Schön, genau.
bam, bam. Schön. Guck mal, du musst dir vorstellen, wir stehen und du willst immer von dieser Hand hier weg. Weil du willst quasi von der Hand weg. Du willst nicht, weil wenn du in die Richtung läufst, läufst du genau in die rechte rein. Das heißt, was machst du? Du läufst da rein. Genau. Ich bewege mich, siehst du, warum ich mich so lange bewege immer? Weil ich immer von deiner rechten Hand weg. Weil logischerweise, wenn ich mich dahin bewege und du direkt in dem Moment dich schlägst, boom, hast du mich sofort. Das heißt, du gehst von der Hand weg. Genau. Aber das kannst du auch faken, theoretisch. Richtig, verstehst du? Weil du gehst da lang und sobald er dich schlägt, zum Beispiel, sobald er die rechte schlägt mit dem Haken, schlag mal die rechte, kannst du zack runter, Ja, boom. boah, Weißt du, ich meine? So. Ja, krass. Aber ist halt dann scheiße, wenn du dann läufst und der haut die gerade. Ja. Weißt du, ich meine? Weil der die gerade haut, boom, boom. Weißt du? Genau, dann trifft er dich auch Ey, richtig. ist so krass. Wie Deswegen- antizipierst du das aber so? Wie... Weißt du, du musst mit Kopf. Ich bewege mich, dann sehe ich. Okay, ich laufe aber links. ich bin so überfordert. Also weißt du, was ich meine? Ich weiß genau. Und Das das sind so geisteskrank. viele Sachen, die man auf einmal beachten Das geht muss. so schnell. Genau. Und du musst Weil dir da vorstellen, kann ja auch jetzt ein das Kick ist das. hochfliegen. Das Verstehst ist du? Und da krass. musst du wissen, guck mal, das ist wie Schach. Du Ja. musst wissen, wenn ich diesen Zug mache, kann er diesen und diesen Zug spielen. Okay. Verstehst du? Du läufst zum Beispiel nach außen, nach rechts, da kann ich rechts hauen, rechts kicken. Weißt du, Ja, ich meine? krass. Oder du läufst nach rechts, ich kann rechts kicken. Boom. Weißt du, ich Oder meine? du fakest Du läufst dann. nach links, ich kann links hauen, links kicken. Krass. Und ich weiß es, ich sage, okay, ich gehe mit dem Minimumrisiko mit. Weil mit dem Bein kannst du auf jeden Fall mehr Kraft gerade erzeugen als mit dem Bein, weil auf dem Bein stehst du gerade. Und mit Dann dem kannst Bein, du da reintreten, genau, dann kipp ich verstehst um. du? Richtig. Und wenn du mit dem Bein mich auf meinen Kopf kickst, wird das nicht so hart, wie wenn du mich mit dem Bein auf meinen Kopf kickst, weil dieses Bein hier steht stabil. Ja. Und dann kickst du, boom. Dann ist vorbei. Aber mit dem Bein, auf dem stehst du gerade. Das heißt, du musst erstmal hochkommen Aber mit dem kannst du Bein. auch dann den? Ja. Genau, das meine ich. Aber das Das weißt sind du so nicht. viele verschiedene Optionen. Genau. Das Und ist da halt ist aber schon krass. dieselbe Kraft. Du musst gucken, okay, wo minimiere ich Schaden? Ja. Getroffen werden kann ich immer. Okay. Aber wo ist der Schaden härter? Ja. Das Beste ist für dich im Kampf, du gehst zum Beispiel so rein, raus, 1, 2 und dann bist du runter hier. Zack, von hier. Und von hier schon, hier ist du runter. Zack, boom. Bist du schon drüben. Krass. Und von hier, das sind die einfachsten Basics. Ja. Das sind so Sachen. Damit, guck mal, du hast letztes Mal den Christian, Alter. wo ihr euch gehabt habt, habe ich wirklich gesehen. Ja. Da hast du ihn sehr eng Ich gehabt. hatte den hinten Ja. drin. Genau. Und das war auch sehr eng. Du hast noch gut gehalten auch. Ja, aber dann war vorbei. Weißt du, ich meine? Ja. Wenn du da richtig hältst, und das sind halt Sachen, wenn einer zum Beispiel reinkommt hier und du ihn genau in dem Moment schaffst, hier zu packen, vorbei. Dann ziehst du hier zu, zack, so, Ach so, ja. vorbei, sofort. Der kann das niemals aushalten. krass. Die Arme, das meinte ich eben vorhin zu dir, guck mal, wenn er zum Beispiel reinkommt so, vor allem so längere Leute, komm mal rein, zack, er kommt rein, hier, siehst meinen Arm und hier, bumm, ohnmächtig, 30 Sekunden, der ist ohnmächtig. Was für 30, 3? Weißt du? Das ist halt für ihn auch die perfekte Technik. Du bewegst dich drauf, 1, 2, boom, hier. Zack, boom. Zack. Von hier. Und dann von hier kontrollierst du schon. Aber krass. Das ist wie so ein. Das ist bei dir für dich einfach. Guck mal, was machst du jetzt bei mir? Du machst quasi 2 Schläge rein zur Du Ablenkung. fliegst aber so, Ja, ja. Bruder. Das Das ist ist krass. Du warst so rechts Genau. bei mir drüber. Ja. Ich hab das Weißt du nicht mal warum? Ja, gecheckt. wenn ich da bleibe, wo ich bin, Ja. kannst du mich mit den Beinen um mich herum bringen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja Ausgangsposition fürs Ringen richtig. dann, gell? Und wenn ich seitlich von dir bin, dann kannst du auch nicht mehr, weil dann bin ich in einer besseren Position. Wenn du zum Beispiel in dieser Position landest, also wenn du mich auf den Boden wirfst und du landest hier bei mir, das ist für uns 50-50. Ja. Du bist da oben, aber Ja, so ich kann fängst du bei Ellenbogen dir an, schlagen, Sparring, ich kann ja, auch hauen, beim weißt du? Ja. So, aber du musst dir vorstellen, wenn du jetzt hier landest, fliegst und dann genau, versuchst du hier wenn zu du hier landen. bist und hier die Position hast, dann bin ich Marsch, weil Ja. ich kann, du hast Ellenbogen, du hast Fäuste von oben, die du schlagen kannst, weißt du, du hast so viele Möglichkeiten, diese. weißt du? Genau, verstehst du? Aber alles. Diese Breaker. Und wenn du mit deinen Beinen guck mal, von hier zum Beispiel, ne, von hier zum Beispiel, wenn ich hier bin, du hast die Beine zum Beispiel geschlossen hinter meinem Rücken so, wenn wir hier sind und die aus Bruder mit diesen Beinen, der bringt mich um. Wenn der mich Adduktoren. zusammendrückt, alleine hier, dass er zusammenbringt, du kannst halt umbringen. Ich schwör's dir. Wenn du hier zum Beispiel bist, sind wir halt 50-50. Ja. Ich kann zwar schlagen, aber du kannst auch schlagen. Weißt du, Was ich drück machst immer du raus. dann in der Ich Situation? versuche dann immer so hier. Weißt du, siehst du? ja, Digga. Ich drücke da rein. Oder ich hau Ellenbogen. Stimmt, das sieht ich hau man von immer oben. gar nicht, Genau. aber das sind so diese kleinen Dinge, gell? Was ich auch mache, was viele nicht machen, ist, ich halte den Mund zu. Darf man Damit er das? keine Luft kriegt. Ja, das darfst du ruhig. Was? Mund zu und dann aus dann Ellenbogen versuchst du einmal. so, gell? Genau. Du schlägst, ich hau die ganze Zeit. Guck mal, zum Beispiel, du haust, boom. Dann hol ich mich zum Beispiel hier auch raus. Weißt du, ich meine? Du haust und dann schießt du auch, boom, zum Körper, Kopf. Guck mal, was ich auch mache. Oh, Solarplexus. Weißt du? Ja, Das Mann. hier, das hier. Diese Sachen, weißt du, wie Ja, unangenehm und ekelhaft die sind? Geil, die Dann ekelhaften bringst du, aber Moves. guck mal jetzt, wenn du zum Beispiel hier einen Choke ansetzen würdest. Also Ja. hast du schon mal Triangle gemacht? Ich glaube, mit Du hast, halt meine Hand fest, so, jetzt drück eine Hand runter und jetzt machst du dein Bein rüber, machst das zu, wie ein Triangulo, genau. Genau. Boah, schau, Digga. Wenn du das jetzt richtig zumachst, vorbei, Ja. vorbei. Wirklich, du bringst meinen Kopf rüber, bringst es zu, komm mal her, ich zeig dir das einmal, dass du einmal verstehst. Mit deinen Beinen, du bringst einmal, guck mal, ich habe halt lange Beine. Guck mal, jetzt, wir sind am Ring, jetzt so, hier, boom. Einmal zu, zu. Oh.
Krass, was wir heben. Wenn du das hinbekommst mit deinen Beinen, Bruder, bei dieser Breite, du drückst einen, der stirbt. Sofort. Der stirbt. Der wird nicht mächtig. Der verliert sofort. Bruder, also, keine Chance. weiter Beine trainieren. Weißt du, bei den Beinen, guck mal, du hältst einfach nur fest. Hier. Aha. Ein Bein kommt drüber und dann machst du das hier da drüber. Also das rechte Bein musst du dir vorstellen, boom, so eine Triangel. Siehst du? Zack, zack, zack. Und hier ist dann der Kopf quasi drin. Und dann drückst du die Beine quasi einfach zusammen. Kinder macht das nicht auf der Straße nach. Auf jeden Fall nicht. Die Techniken sind Auf nur jeden für Fall den nicht. Ring. Auf jeden Fall Aber nicht. geil. Links, rechts, genau. Und mit der Hand, jawohl, Junge, genau. Boom, genau. Und wenn du heute hier bist, Ja. du willst genau hier hin. Hier hin. Genau. Und ich will, dass du hier reinkommst. Verstehst du? Weil ich kämpfe mit dir aus, zack, ich will hier. Und du willst raus. Krass, wie schnell Verstehst du du? aber da bist. Weil mein Ziel ist nur, du bist hier, zack, und hier kämpfen wir aus. Ich mach zum Beispiel entweder das hier. Ach, gehst du auch so? Boom. Weißt du, ich kann hier krass, rauskommen. Digga. Und du musst dir Machst du vorstellen, wenn du jetzt hier bist, Breakdance, ja, 100%. Du bist zum Beispiel hier in der Position, wir kämpfen hier, du bist halt hier sehr stark. Weißt du, ich muss halt gucken, wenn ich das versuche, ich habe zu wenig Kraft, komme ich zu dir. Hier komme ich nicht hoch. versuche ich rüber zu gehen. Genau, du willst mich nur halten jetzt von hier. Genau, richtig, du willst mich halten. Mach das schwer nicht. Wie, genau, so. Einmal versuchen, Genau, so schwer wie richtig. möglich. Jetzt einfach, ich würde zum Beispiel aufstehen, weil du willst nicht aufstehen. Was machst du? Drückst mich runter, genau. Ja. Weißt du? Das heißt, für mich wäre diese Position. Kann ich auch so machen, theoretisch? Ja, Ah, du diese drückst runter. ekligen Sachen. Genau. Das ist richtig. Darf man das? Ja. Krass. Und am besten Fall muss ich immer das hier machen. Und dann 50, Das hier rein, genau. Und dann bist du wieder 50 und dann kannst du wieder hier das hier Dann machen. kannst du entweder lösen Richtig. oder Und nochmal wenn du, reingehen. wenn du in dem Moment sagst, okay, das ist mir zu viel, lösen, aufstehen. Wenn ich sage, es ist zu viel, boom, Digga, mit aufstehen. einem Tschetschenier Zack. am Boden löse ich Weißt du? direkt. Bin ich Deswegen, direkt weg So wieder. ist am einfachsten. Aber der Technik mal gut. Und merkt ihr immer jetzt, guck mal, ich schlage 1, 2, guck mal, mein Kopf ist, boom. Siehst du? Stimmt, du gehst so seitlich ran. Genau. Warum? Weil Ich war hier, gerade zu weit weg von dir. wenn du hier bist, guck mal, wenn du zum Beispiel mit deinem Kopf runter gehst, ne, wenn du hier bist, kann ich das hier machen. Weißt du, was ich meine? Ich drück deinen Okay. Kopf runter und du machst es dir schwer. Aber dann wenn du mit mit deinem Knie Kopf, im Gesicht. genau, wenn du mit deinem Kopf hier bist und du auf meine Beine hast, wo will ich dich drücken? Das ist Ja. schwieriger, weil du hast hier bessere Kontrolle. Also muss schon möglichst nah immer am Ja. Nah am Mann und Ja. am besten versuchen, was viele halt manchmal, die machen halt das hier. Weißt du? Und Ja, hier, das habe ich auch gemacht. und hier, guck mal, drück meinen Kopf runter. Drück meinen Kopf runter, gerne hoch. Die haben schon gar keine Kraft. Drück dein Bein nach hinten eins und hier, boom, fertig. Weil ich drücke, wenn einer zum Beispiel bei mir reinkommt, komm mal bei mir rein, so, ich mache sofort das hier, boom, zack. Ja, ich mache das mich ist auf so. dem Bein extrem schwer und drücke sein Bein runter. Bei meinen langen Beinen ist es auch nie ein Problem. Ich halte mich da, ich ruhe mich aus, ich hau ein, zwei Mal und dann ziehe ich mein Bein raus und fertig. Weg bin ich. Kannst du auch so machen dann. Genau, sofort. Oder du anderen. hältst den, bumm. Ja. So. Kannst du auch machen. Und da hast du sofort bei so spitzen Knien, vor allem wie ich habe, oder Ellenbogen, Cut, Nase gebrochen, sofort. Jochbein, was auch immer. Und deswegen, um das zu vermeiden, Freunde, Ja. wenn ihr reinkommt, immer, du schlägst zwei Hände zur Ablenkung. Du bewegst dich, 1, 2 und dann hier. Bumm, bist schon hier. Und guck mal jetzt, er hat zum Beispiel sehr gut was gemacht, er hat die Ist Arme schon gut. reingebracht. Und jetzt müsstest du deine Hüfte nach hinten schmeißen quasi. Wie so. Mit deinem Bein so, bumm, weißt du, du gehst quasi so. Richtig. Und so ablocken. Genau, richtig. Mach mal. Verstehst du? Ich komme, genau, zack. Genau. Und dabei drückst du mich weg, richtig. Okay. Verstehst du? Ja, ich so. check. Wenn du jetzt bei mir reinkommst zum Beispiel und du machst das hier, mach ich das hier, guck. Boom. Siehst du? Ich mache mich schwer auf meine Hüfte. Drücke deinen Kopf weg und versuche hier weg. Weißt du? Krass. So. Und das ist halt bei dir auch gut. Voll Bock jetzt, Alter. Und das ist auch Lass gut. mal noch bis die ganze Nacht Wir hier machen, bleiben. wir machen jetzt eine Runde Grappling. Weiter, weiter. Das ist Schulterhebel. Jetzt ist voll geil. Dann lenkst du quasi die obere Schulter. Könnte ich jetzt hier nochmal? Ja, Oder müssen wir anfangen zu strecken. Genau. Und dann wieder direkt reinzuholen. Genau. okay. Genau. Richtig so. Genau. Zack. Nicht Vorlage. Sehr gut.
Mund drücken, genau. Zum Beispiel mit dem Hals. Er weiß, was ich vorhabe. Er sagt schon so, gib nicht Hals. Ja, aber du siehst, sein Kopf ist schon okay. Er weiß, was falsch ist. Andere Bodybuilder, die drehen sich weg und wollen einfach nur aufstehen. Aber er weiß, wenn ich versuche aufzustehen, greife ich den Hals. Also was macht er? Er versucht mich zu neutralisieren. Und das ist gut. Vorhin hast du es noch gut gemacht mit dem Drehen. Ja. Mal eine kurze Pause, dann bitte atmen. Ich bin auch selber. Ich bin auch erstmal selber beim Training, so von daher entspannt. Das ist mir eine Ehre. War echt Spaß. Mal von Vegas als nächster Gegner mit Mirmeling. 100%. Das stimmt auch, oder? Mein erster Trainingspartner, nach meinem UFC-Vertrag unterschrieben wurde, ich schwöre, es ist er. Und im Gym auch mein erster Trainingspartner. Ja, siehst du? Hammer. Geil. Ja, Leute, wie ihr gesehen habt, kein Gegner für mich. Ja, 100%. Haben wir von vornherein schon gewusst. So. Sehr, sehr viel. Ja, ist ja auch eine andere Gewichtsklasse. 100%. Nein, sehr, sehr viel gelernt, wirklich. Sehr geilen Tag gehabt heute. Wir waren hier drinnen nach unserem Krafttraining so ein bisschen im Chill-Modus gewesen, aber dann hier die Energie wirklich aufgesaugt. Hier warm geworden, reingekommen. Ja, ich habe viel mitgenommen auf jeden Fall aus dieser Sparring, Grappling, whatever Session. Aber ja, Mann. War echt geil. Der Junge, also wirklich nur Liebe für Islam und alles Beste für seine Zukunft. Kann ich schon zurück. Und in diesem Sinne gibt es nicht mehr zu sagen. Checkt seinen Kanal ab. Danke. Kommt auch ein Video und auch sein Insta. Und wie gesagt, supportet den Junge, denn der schreibt UFC-Geschichte. 100%, inshallah. Eines Sinne, Tages schreiben wir Geschichte, ich sag's euch, Leute. Inshallah, Bruder. Dankeschön, dass ich hier sein durfte, Bruder. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, Hat Mann. mich sehr gefreut. Ihr seid super Leute und bis zum nächsten Video, würde ich Mal. sagen. Let's go. Ciao, ciao. Dankeschön, mein Bruder. Hab mich sehr gefreut, Mann. Danke.